Meine Damen und Herren, Außenstützer Lakely Show in Berlin. Das sind die Lakely News. Alles andere draußen sind nur Fake News. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Es wird gerade viel darüber geredet, ob man nicht langsam einmal die Schuldenbremse lockern könnte. Jedoch stellt sich dabei die Frage, ob das so wirklich sinnvoll wäre. Gerade wenn man bedenkt, dass alleine Berlin Verbindlichkeiten von mehr als 50 Milliarden Euro schon vor der Schuldenbremse angehäuft hat. Den BR nicht einmal reingerechnet, den versuchen wir offiziell lieber aus den Büchern zu halten. Und die Rechnung reichen wir schon seit Jahren kommentarlos einfach nach Potsdam weiter. Denn wir sehen es einfach gar nicht ein, für eine Ruine zu bezahlen, die nicht in Berlin steht. Uns reicht schon eine Ruine in der Stadt, nämlich alles links vom Brandenburger Tor. Jedoch drängt mittlerweile auch die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Popp von den Grünen auf eine Lockerung der Schuldenbremse. Und scheinbar ist sie sich ihrer Sache schon so sicher, da man Ramona Popp bereits Dutzende Kreditanträge hat ausfüllen sehen. Allerdings nicht unter dem Namen Berlins, unser Schufa-Eintrag ist kilometerdick, sondern einfach unter den Namen mehrerer bayerischer Städte. So läuft das doch beim Länderfinanzausgleich, oder? Also ich frage für eine befreundete Berliner Wirtschaftssenatorin. Hannover. Oft werde ich gefragt, was ich denn gegen Hannover habe. Nicht viel, denn Hannover ist ziemlich keimresistent. Und selbst die Apokalypse würde einen riesigen Bogen um Hannover machen. Und um meine persönliche Apokalypse noch fieser zu machen, würden die apokalyptischen Reiter auch noch auf E-Rollern einreiten. Und selbst der letzte Hipster wäre dann bereit für das letzte Abendmahl ein veganer Haselnuss-Kürbis-Avocado-Smoothie. Als ob die Apokalypse nicht schon schlimm genug wäre. Okay, man könnte sie auch in Bielefeld erleben. Oder in Polizeiverwahrung. Wie ein E-Rollerfahrer in Hannover, weil er mit mehr als 2 Promille versuchte, vor der Polizei zu flüchten, nur um dann direkt einen Streifenwagen zu rammen. Dazu muss man aber sagen, dass der E-Rollerfahrer versuchte, zwischen 2 Streifenwagen hindurchzufahren, was dann auf der Motorhaube des einzigen Polizeiautos, das es wirklich gab, endete. Meine Herren, wer hätte gedacht, dass Oliver Pocher eines Tages auf der Motorhaube eines Polizeiautos enden würde? Also ich tippte ja beim Büro-Bingo ehemalige Y-Promis auf, selbst erdrosselt nach dem Angucken seiner eigenen Comedy-Tour. Aber auch nur so knapp daneben. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. London. Wer kennt das nicht? Nach den Feiertagen hofft man eigentlich, in den folgenden Monaten mal Ruhe vor der buckligen Verwandtschaft zu haben. Da klingelt es an der Tür vom Buckingham Palace. Weil aber die Bediensteten wieder einmal nicht aus den Puschen kommen, muss die Queen nun selber die Tür öffnen. Und da stand dann der hässliche Cousin aus den alten Kolonien vor der Tür, Donald Trump, der sich zu einem Blitzbesuch in der britischen Hauptstadt eingefunden hatte. Aber auch nur, um die Queen zu fragen, ob sie vielleicht etwas schmutzige Wäsche über Joe Biden hätte. Hatte sie aber nicht. Oder besser gesagt, nicht mehr. Und so verschwand Donald auch gleich wieder, während die Presse erst viel später von seiner Stippvisite in London erfuhr. Von daher dominierte tagelang auch nur der Fund eines 100 Tonnen schweren Berges aus altem Fett die britische Presse. Woraufhin sich Donald Trump erbost meldete, das ist eine echte Unverschämtheit, mich einen 100 Tonnen schweren alten Fettberg zu nennen. Dabei bin ich noch gar nicht so alt. Biggest Fatberg Hunt ever. Auckland. Dass man auf Auktionsplattformen ziemlich viel Mist ersteigern kann, sollte mittlerweile selbst der Letzte sogar in Bielefeld mitbekommen haben. Okay, das Angebot, den Heiligen Gral für 9,99 € inklusive Versand zu bekommen, war schon echt reizvoll. Aber der Hinweis, dass der gar nicht der echte Heilige Gral ist, den gibt es immer noch für 15,99 € beim Onlineshop vom Vatikan, hätte auch sein können, dass der 9,99 € Gral grell pink ist. Jesus war bestimmt seiner Zeit weit voraus, aber dann doch nicht so weit. Oder genau das war der Grund, warum Judas ihn verraten hatte. Weil Judas eben ein weißer Homophobiker war und AfD-Wähler. Dass es aber noch viel weiter gehen kann mit Blödsinn, zeigt eine Auktion auf der neuseeländischen Plattform TradeMe, wo ein Sitzrasenmäher angeboten wird. Nur keiner mit viel PS unter der Haube, sondern nur mit einem Schaf unter einem Stuhl. Mehr aber nicht. Denn bei dieser Auktion hatte jemand ein Schaf genommen und den in einen alten Gartenstuhl drüber gestülpt. Für einen Preis von 12.000 neuseeländischen Dollar, was etwa 7.200 € sind. Totaler Blödsinn. Gekauft.
Und noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig das Sachwertmagazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Sachwertmagazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Meine Tante Erna hat mir immer schon früher gesagt, dass es beim Menschen nicht auf die äußeren Werte ankommt, sondern einzig und alleine nur um die Sachwerte, die jemand besitzt. Tante Erna wusste es halt schon immer besser. Auch Konfuzius sagte schon einst, wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten. Und jetzt schnappt ihr schnell Zigaretten und lasst uns abhauen, bevor die scheiß Bullen da sind. Konfuzius war so weise. Und in genau dieser Situation entdeckte ich das Sachwertmagazin hinter der Theke vom Verkäufer. Übersät mit Blutspritzern, die selbst Dexter Vorrätsel gestellt hätten, von wo die Kugel herkam. Und ich überlegte kurz, dieses langweilige Leben auf der Adrenalin-Überholspur hinter mir zu lassen, um endlich sesshaft zu werden und mir den einen oder anderen Sachwert zuzulegen. Leider half mir das Sachwertmagazin dabei nicht, aber ich konnte es einem SWAT-Mitglied tief in den Rachen schieben. Immerhin. Deshalb sei gewarnt, Sachwertmagazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort unter der Beobachtung mehrerer Polizeihubschrauber. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.